So ein Apfelkuchen ist ja schon was Feins. Ne? So richtig lecker. Und da gibt es so viele verschiedene mit Streusel, ohne Streusel, gedeckt und versunken. Herrlich, einfach lecker. Und damit uns die Äpfel nicht versinken, gibt es nämlich einen Trick. Und dazu müssen wir uns die Butter erstmal ein bisschen cremig rühren. Dann brauchen wir noch ein bisschen Zucker und Vanillezucker. Da auch alles schön cremig verrühren. Und dann geben wir die Eier dazu, und zwar alle einzeln, circa eine halbe Minute jedes schön feste bei voller Leistung mit cremig schlagen. Die Mengenangaben schreibe ich euch wie immer in die Infobox. Dann geben wir das Backpulver ins Mehl, vermischen alles miteinander und geben das Mehl jetzt löffelweise mit in den Teig. Ey, guck mal, wie cremig der ist. So richtig schön fluffig. Meine 26er Springform habe ich schon mal vorbereitet, und zwar ist die mit Butter gefettet, und dann habe ich mir auch noch aus Backpapier da so eine Schablone gemacht. Und zwar habe ich einfach dann hier das Unterteil draufgelegt aufs Backpapier, mit dem Stift drumherum gefahren. Dann habe ich so ungefähr die Größe, die wir brauchen, ne? Und ein bisschen Butter drauf, Backpapier rauf und auch das Ganze nochmal buttern. Dann kriegen wir nämlich später ganz, ganz toll unseren Kuchen auch raus. Und jetzt geben wir dann unseren lecker fluffigen Teig erst einmal rein. Den Teig verteilen wir jetzt schön gleichmäßig bis zum Rand. Ihr seht ja, das geht so schnell, da hat man den Teig zusammengerührt und so schnell ist der auch wieder weg bei uns. Darum muss ich das im Moment echt ganz oft machen, diese Apfelkuchen backen. Es ist ja auch wirklich ganz, ganz was Feines. Und ja, den müssen wir jetzt nämlich einfach so in den Ofen stellen. Den habe ich schon vorgeheizt auf 180 Grad. Im untersten Drittel backen wir den jetzt schon mal 10-12 Minuten ohne Äpfel, weil sonst hauen die uns nämlich ab im Teig. Während der Teig jetzt dann im Ofen ist, bereiten wir uns die Äpfelchen vor. Und da gucke ich auch immer, dass ich so ein bisschen eine schöne rote Seite habe. Ich habe hier den Elster, jetzt brauche ich noch ein Messerchen. Und die schneiden wir uns einfach in 4 Teile, entfernen dann das Kerngehäuse und dann schneiden wir die Viertelchen so ganz ein bisschen mit dem Messer ca. 0,5 cm tief ein in so ganz dünne Streifen, und das macht dann eben auf dem Kuchen so eine ganz tolle Optik. Man kann da natürlich jetzt seiner Fantasie auch noch freien Lauf lassen. Drum kann man auch vielleicht so ein kleines Herzchen mal hier ausschneiden in dem Apfel und das Stück dann in die Mitte platzieren. Das sieht auch immer ganz nett aus. Dazu habe ich immer hier aus meiner Tortenabteilung so ein Skalpell. Das lässt sich ganz gut verwenden, oder ihr nehmt halt ganz einfach so ein kleines scharfes Messer oder halt irgendwie aus Papas Werkstatt oder bei dem Ehemann mal fragen, ob der auch was hat, wo man so ein bisschen Herzle rausschnippeln kann aus dem Apfel. Durch das Vorbacken hat nämlich der Teig schon ein bisschen festere Struktur, und das heißt, unsere Äpfelchen versinken nicht, denn die tun wir jetzt nämlich dann schön in der Reihe 8 Stück an der Seite ein bisschen anordnen, und in die Mitte kommt unser wunderschönes Herzle. Und die versinken jetzt noch genug, weil die wollen wir dann später sehen, und jetzt dann nochmal ab im Ofen. Insgesamt soll der Kuchen 40 Minuten backen, das heißt, wir brauchen jetzt noch 28 und dann ist er schon fertig. Und voilà, fertig ist unser leckerer Apfelkuchen. Und der riecht so doll. Ich kann gar nicht so schnell backen, wie der bei uns gegessen wird. Echt der Hammer. Und jetzt schaut mal dahin. Ihr seht, die Äpfel sind nicht abgehauen. Backt ihn also auf jeden Fall 12 Minuten im Ofen vor und legt dann erst die Äpfelviertelchen drauf, und auch unser Herzchen ist noch zu sehen. Einfach herrlich. Und jetzt habe ich hier auch noch ein bisschen Aprikosenmarmelade. Die habe ich selber gemacht, und die erwärme ich mir jetzt noch ein bisschen in der Mikrowelle. Das könnt ihr natürlich auch gerne im Topf machen oder halt aufkochen, ja, oder im Wasserbad. Und die streichen wir uns jetzt dann ein bisschen oben auf den warmen Kuchen drauf, und dann gibt das Ganze nämlich noch so ein bisschen einen schönen Glanz. Und jetzt lässt man dann auf dem Gitter schön noch abkühlen. So, jetzt schneiden wir uns mal hier so ein leckeres Stückchen Kuchen raus, ne? Ich weiß nicht, was ist denn euer Lieblingsapfelkuchen? Sagt's mir doch mal und schreibt's mir in die Kommentare. Welche Variante liebt ihr denn? Weil ich mag diese total gern, und ich habe auch schon mal eine gemacht auf dem Blech noch mit meinem alten Handy. Lacht euch kaputt. In dem Video sehen wir uns mal gleich wieder. Also macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.